Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mühlenabenteuer. Ja, wie ihr seht, der Hof ist immer noch schön frei, der Kran ist weg. Wir hatten ja eine Menge Themen in der letzten Zeit. Ich habe den Hof geschottert, wir haben den Kran abgebaut, wir haben Schwertransport organisiert, um den ganzen Kram wegzufahren. Wir haben einen blauen Sonntag gehabt, ich habe hier x Reparaturen bei uns hier am Wassergraben und am Mühlrad durchgeführt, bevor wir den blauen Sonntag überhaupt starten konnten. Ich freue mich, dass alles so richtig gut geklappt hat, ging alles richtig gut voran. Ich musste allerdings meine eigentliche Arbeit an der Sanierung von dem Haus unterbrechen. Da waren wir ja gerade dran und hatten uns um einen Raum gekümmert, den haben wir komplett neu verputzt. Wir haben Wände reingezogen, wir haben Feinputz gemacht, wir haben Putzarmierung eingezogen, wir haben gestrichen, Leinöl, Balken freigelegt, mit Leinöl behandelt. Und was noch ausstand, war der Einbau von einem Fußboden und eben das Finish. Die Tür musste noch gemacht werden. Ein bisschen weiter gemacht habe ich tatsächlich. Aber was soll ich euch das lange erklären? Am allerbesten zeige ich euch das doch einfach mal, wie der aktuelle Bauzustand ist. Und wie ihr seht, der Fußboden ist schon drin. Das habe ich jetzt mal so unter der Woche gemacht. Ich habe euch aber auch ein paar Bilder davon gemacht, da ich die ganze Aktion nicht gefilmt habe, aus Gründen, ja, die man wahrscheinlich in den letzten Videos entnehmen kann. Es war ziemlich stressig hier bei uns, aber ich finde, es ist super geworden. Wir haben hier auch wieder einen Vollholz-Eichen-Dielenboden eingebaut. Die Dielen, die haben eine Breite von 18 cm und eine Stärke von etwa 2 cm. Und wie man hier jetzt auch sieht, habe ich schon mit der Eckleiste angefangen. Und was vielleicht auch noch mal ganz interessant ist, den Fußboden hier, den haben wir mit Hartwachsöl versiegelt und den Fußboden hier, den habe ich mit Leinöl versiegelt. Und das Leinöl, das macht den ganzen Ton ein bisschen kräftiger und holt also die Maserungen raus, macht den Boden aber auch ein Stück weit dunkler. Und ja, hier mal der direkte Vergleich. Beides das gleiche Material, beides die gleichen Böden, nur eine andere Oberflächenbehandlung. Hier Hartwachsöl, da Leinöl. Ja, so kann man also auch so ein paar kleine Akzente setzen. Ich bin ja Fan von Leinöl. Meine Frau, die meinte, na, dann wird der Boden ein bisschen heller, wenn wir das mit Hartwachsöl machen. Und so haben wir uns jetzt einfach mal ein bisschen abgewechselt, den einen Boden mal mit Hartwachsöl und den anderen Boden dann dafür mit Leinöl gemacht. Die Balken hier, die habe ich auch mit Leinöl behandelt. Das habe ich auch in dem Video vorgestellt. Und hier zum Beispiel diesen eisernen Beschlag, den habe ich auch nur entrostet und dann mit Leinöl gestrichen. Das ist mittlerweile schon ganz fest geworden, aber hier sieht man, wie schön das Leinöl auch den Ton aus den alten Balken kitzelt. Das in dem Fall, das ist ein Weichholz-Fichtenbalken und hier, das ist ein Eichenbalken, der ist schon fast schwarz geworden. Da wird das Leinöl ja schon fast zur Superfarbe. Das ist auch der Grund, warum man Fachwerkfassaden ganz prima einfach nur mit Leinöl behandeln kann. Denn wenn man einen Eichenbalken hat, also bei Fichtenbalken ist es ein bisschen anders. Fichtenbalken, die werden eher so wie der hier, also ein bisschen honigfarben, aber Eichenbalken, die werden so richtig kräftig schwarz. Das Leinöl, das aktiviert da die Gerbsäure im Eichenholz und lässt den richtig schwarz werden. Da braucht man keine Pigmente, da braucht man keine wahnsinnig teure Farbe irgendwo im Baumarkt kaufen. Einfach Leinöl und die Sache ist geritzt. Ja, einfach nochmal zum Vergleich. Hier haben wir die Balken hier oben, die ich mit Leinöl behandelt habe. Und hier unten in unserer Küche, Esszimmer, da haben wir die Balken einfach genau so gelassen, wie sie waren. Da haben wir überhaupt nichts behandelt und dann gibt das so eine schöne Gräue an den Balken. Ja, je nachdem, wie man es mag. Hier unten die Fußleisten, die ich hier schon eingebaut habe, die werde ich allerdings weiß streichen, richtig mit einer deckenden Farbe. Die könnte man natürlich auch einfach so lassen, aber ich finde das schön, wenn die Sockelleisten weiß sind. Ich finde, das sieht edel aus und deswegen werden wir das auch so machen. Bevor wir das machen können, müssen wir uns hier aber noch um die restlichen Leisten kümmern.
Ja, willkommen auf der Baustelle. Den gleichen Charme hatten die anderen Räume auch. Die Videos schon länger schauen, die wissen das. Das ist wahrscheinlich der nächste Raum, den ich mir vornehmen werde, wenn der Raum da drüben abgeschlossen ist. Und es ist noch gar nicht so lange her, da sah der ganz ähnlich aus. Der Lehm, wenn der so, sage ich mal, unbehandelt ist, dann wirkt er halt unheimlich erdig, was ja eigentlich auch nicht so schlecht ist, aber so im Ganzen macht das doch so ein bisschen Höhlenatmosphäre. Von daher bin ich immer ganz froh, wenn der Feinputz dran ist und dann auch irgendwann mal die weiße Farbe. Ich bin aber, um ehrlich zu sein, ganz froh, dass ich hier oben noch mal einen Raum habe, wo ich mich ein bisschen austoben kann, wo ich auch mal ein bisschen Dreck und Staub und Schmutz machen darf. Das wird der nächste Raum sein, den ich saniere. Dann muss ich mit der Baustelle umziehen. Was ich hier in meiner Hand halte, das ist eine Sockelleiste, und zwar die von drüben vom Raum. Die habe ich im Baumarkt gekauft. Habt ihr auch schon mal Sockelleisten im Baumarkt gekauft? Ganz früher habe ich diese Pappleisten gekauft. Die sehen auch schön profiliert aus, sie sind aber irgendwie aus so einer Presspappe. Ganz furchtbares Zeug. Übelste Sorte, schweineteuer. Würde ich heute nie wieder machen. Das Brett, das habe ich einfach im Baumarkt gekauft, gehobelt. Und dann bin ich hergegangen und habe es an meiner Fräse, habe ich hier oben so eine Profilierung dran gehobelt. Bevor ich hier noch den Raum abreiße, zeige ich es euch einfach mal hier an so einem kleineren Beispiel. Ja, das war vorher einfach ein kleines gehobeltes Brett. Und dann bin ich hier mit dem Profilhobel einmal dran lang gegangen. Dann hast du hier oben so eine schöne Profilierung. Wunderbar, man könnte jetzt, wenn man das mag, hier auch noch die Kante wegfräsen. Das ist ja oft bei den Eckleisten so. Dann, ich weiß nicht genau, was das für einen Grund hat, vielleicht passen die sich besser an. Aber das ist quasi ein Originalersatzteil. So waren die ganzen Sockelleisten hier bei der Mühle. Original, die gab es dann in verschiedenen Höhen, von ganz hoch bis flach. Und ja, das ist einfach ein echtes Stück Holz, kein Presspappenquatsch. Und der Fun-Fact an der Sache, es ist auch noch ganz erheblich viel günstiger als diese Presspappe, die man im Baumarkt kaufen kann. Da kostet das Brett vielleicht 4 € und wenn ich so ein Presspappen-Sockelleistenteil kaufe, dann kann ich aber ganz schnell 20 € für so einen Quatsch loswerden. Gut, man braucht dafür eine Fräse. Ich habe mir hier nur so ein Hobbyteil gekauft. Das geht wunderbar und ja, dann hat man für ganz kleines Geld eine wunderschöne Leiste, die wahrscheinlich Ewigkeiten hält und nicht aus irgendeinem Quatsch besteht. Zum Anschrauben nehme ich natürlich wieder meinen Schlagschrauber. Da habe ich die kleinen Bits drin und dann kaufe ich mir immer eine Großpackung, denn die Dielenschrauben, die ich benutze, ja, einmal um den Dielenfußboden einzubauen und dann auch hier diese Leisten anzuschrauben, die haben einen ziemlich kleinen Antrieb, Torx. Die haben hier aber auch so eine Bohrspitze, das heißt, die brauchen wir nicht vorbohren, die bohren sich ihr Loch selbst und die haben hier einen ziemlich stark angefarzten Fräskopf mit Fräsrippen und damit fräsen die sich auch komplett ein. Das heißt, da spart man sich eine ganze Menge Arbeit. Die gibt es auch in größer, das heißt also, wenn man mit Spackschrauben in Holz drehen will, da achte ich öfter mal drauf, dass die diesen Fräskopf haben, weil das einfach schön ist. Man spaltet damit die Bretter nicht. Ne? Es gibt ja so Kegelspalter, die wirken ganz ähnlich wie so eine Schraube. Das heißt also, wenn ich nur groß genug Spitze habe, die konisch ist und ich damit in Holz reinbohre, dann drückt das auseinander. Deswegen bin ich auch nicht so ein Freund von Nageln, weil beim Nageln habe ich das auch ganz oft gesehen, dass die Bretter irgendwie platzen. Denn das wirkt ja auch ein bisschen wie Spaltkeil. Von daher, ich bin ziemlich happy mit Schrauben, die auf der einen Seite einen Bohrkopf haben und auf der anderen Seite diese Fräsrippen, wenn es drauf ankommt. Dann kann man damit Holz einfach besser verbinden, sicherer verbinden und ja, man kann die auch ziemlich tief reindrehen. Die fräst sich ja ihr Loch selbst für den Kopf, sodass man den nachher zuspachteln kann und verschwinden lassen kann. Habe ich habe meinen Fensterrahmen mitgebaut. Wie gesagt, Schrauben mit Bohrspitze und Fräskopf kriegen ein Prädikat sehr gut von Hubi.
Nachdem die Leisten jetzt rundherum alle dran sind, muss ich sie noch verspachteln. Dafür habe ich hier einfach so einen Holzspachtel. Ich habe das als zweikomponentigen Holzspachtel, aber der tut's. Dann mache ich jetzt jede Ritze mit zu und jeden offenen Schraubenkopf noch mit zu und danach, wenn das getrocknet hat, muss ich alles schön abkleben und dann kann ich streichen. Ja, das Werk ist vollbracht. Die Sockelleisten sind dran. Soweit bin ich zufrieden, hat gut funktioniert, obwohl es natürlich auch ein bisschen gefrickelt ist. Was uns jetzt hier noch fehlt, um den Raum wieder komplett zu machen, das ist die Verschlussplatte für das Loch, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat, sprich unser Türblatt. Da haben wir ja ein historisches Türblatt, das steht nebenan. Es handelt sich hierbei um ein altes historisches Türblatt. Ganz am Anfang hat man ja mal überlegt, die alle rauszuschmeißen und durch neue, nachgebaute historische Türen zu ersetzen. Aber ich denke mir, naja, Original ist Original. Und wenn man so viele Teile austauscht in so einem Haus, dann ist es ja irgendwann auch kein historisches Haus mehr. Und ich bin eigentlich froh, dass wir überall noch die historischen Türen drin haben. Viele, die irgendwelche Häuser sanieren, die haben ja eher mit dem gegenteiligen Problem zu kämpfen, dass die schon mal irgendwann in den 70er oder 80ern durch irgendwelche Röhrensparentüren ersetzt worden sind. Wir haben hier noch die schönen alten Kassettentüren. Ja, es ist so ein bisschen, man sieht das, es ist von der Höhe her, naja, fordert zur Demut auf. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem und die Tür ist schon mal ein bisschen verlängert worden. Ich weiß nicht genau, wie alt die Türen sind, aber die sind schon ziemlich alt. Und ja, ich freue mich jetzt drauf, die wieder abzuschleifen, ein bisschen schön zu machen und dann damit das Zimmer komplettieren zu können. Ja, wenn man mal überlegt, was so eine Röhrenspan-Tür wiegt und was im Gegensatz dazu das Ding hier wiegt, ich schätze mal, das hat bestimmt 25 Kilo die Tür. Dann noch ein bisschen der Unhandlichkeitsfaktor. Da kann man schon mal ein bisschen pumpen, aber ich bin total froh, dass die Türen noch erhalten sind. Ja, ich würde mal damit anfangen, jetzt das Schloss abzubauen. Drückt mir da mal die Daumen, weil das ist angeschraubt und angenagelt gleichzeitig. Muss ich irgendwie alles rausbekommen, ohne das Schloss kaputt zu machen. Aber gut. Irgendwie wird schon gehen. Den Schlosskasten, den habe ich erstmal in alle Einzelteile zerlegt. Das hat den Grund, dass ich dann einfach besser an alle Einzelteile drankomme. Wenn ich jetzt einfach nur ein bisschen Öl reinsprühen würde, das Ding wieder anbauen, dann hätte ich hier den ganzen Schlotz noch drin. So nehme ich ihn auseinander, mache jedes Teil einzeln sauber, dann baue ich den wieder schön zusammen. Was nicht rausgeht, ist leider der Griff. Den bekomme ich nicht raus. Also so ein paar Teile scheinen irgendwie, ja, die sind eingebaut worden und dann ist das hier vernietet worden. Aber die Niete, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also ist hier nochmal so ein Blech dran genietet. Das müsste ich dann alles abbauen und nachher wieder anbauen. Ich glaube, das brauche ich nicht. Ich komme auch so jetzt gut mit der Drahtbürste rein, wo das Ding offen ist. Das stelle ich jetzt aber erstmal zur Seite. Das kommt dann dran. Jetzt kümmere ich mich erstmal um das Türblatt. Ich fange jetzt erstmal an, die Beschläge freizulegen. Da habe ich mir auf die Flex hier so einen kleinen Drahtigel drauf gemacht. Damit mache ich jetzt die Beschläge sauber. Deswegen gibt es mir hier Vollschutz und natürlich auch Vollschutz auf die Ohren, denn wir wollen das Ganze ja hier noch eine Weile machen.
So, die Zeit rinnt mir durch die Finger, könnt ihr es sehen? Ich spüre es jedenfalls. Der Lack ist ab. Hier war so eine Art Öllack drauf. Den musste ich komplett runter machen. Der war überall schon abgeblättert und sah ziemlich unansehnlich aus. Und hier konnte ich auf gar keinen Fall eine neue Farbe aufbringen. Die wäre mir wieder abgeblättert. Ja, darunter zum Vorschein gekommen ist eine schöne Echtholztür, wie zu erwarten war. Eine Kassettentür. Was es jetzt für ein Holz ist, weiß ich gar nicht so genau. Ich würde jetzt mal sagen Fichte, aber so hell wie das hier an manchen Teilen wird, könnte es auch was anderes sein, aber ich würde trotz alledem mal auf Fichte tippen. Wenn man Fichte schön abschleift, wird die ja auch schön hell. Ich habe auch noch einige Eichenholztüren. Vom Gewicht her hätte ich eher gedacht, dass das eine Eichenholztür ist. Wirklich, die ist ja so klein und trotz alledem so schwer. Ich habe einiges an diesen Schleifpads verbraucht. Ich habe das mit den Schleifpads gemacht, weil der unten drunter noch so ein Schaumstoffpolster hat. Damit geht das wunderbar. Damit schleift man jetzt keine Riefen ein oder hier solche runden. Das sieht ja unansehnlich aus, wenn das solche runden Schleifspuren bekommt. Ist alles wunderbar abgegangen. Naja, so ganz wunderbar ehrlich gesagt dann auch nicht. Ich habe dann irgendwann aufgehört, mit dem groben Schleifpapier zu arbeiten. Und bin dann ans Feine gegangen und habe dann mit dem Heißluftföhn und dann Ziehklingen und Spachteln den ganzen Rest abgemacht und war, ich schätze mal, 4 Stunden alleine an der Seite, um die Tür freizulegen und das alles nur, um dann anschließend gleich wieder Farbe drauf zu machen. Die andere Seite, die seht ihr hier, die habe ich nicht ganz so doll abgeschliffen, weil sie soll ja sowieso wieder weiß werden. Hier habe ich einfach alles an Unebenheiten abgeschliffen, alles an Dreck runtergenommen, die komplette Tür noch mal gewaschen. Richtig, dass hier nichts mehr nachher dran ist, was meinen frischen Lack dann gleich wieder zum Blättern bringt. Also jede Kante, jede Ecke sauber gemacht, alles mehrfach gewaschen und auch wieder getrocknet. Und das wird jetzt den Grund geben für unseren neuen Lack. Wie gesagt, auf der anderen Seite war so eine Art Öllack drauf. Hier scheint die Tür gar nicht behandelt worden zu sein. Das sieht man hier so an Ansätzen. Scheinbar war die hier roh, war hier nur Holz und da haben die schon, weiß ich, vielleicht in den 50er Jahren mal weiße Farbe drüber gestrichen. Und von daher ist das schon eine bisschen härtere, modernere Farbe. Merkt man gleich beim Schleifen. Die andere, wenn da mit dem Schleifpapier drüber gegangen ist, das hat sich innerhalb von 3 Sekunden zugesetzt. Und hier, das kann ich ganz normal abschleifen. Das hat eine ganz andere Härte, der Lack. Ja, zum Abkleben habe ich hier wie immer mein Goldband, was ich benutze. Und zum Lackieren habe ich hier einfach eine Innenraum geeignete, auf Wasser basierende Acrylfarbe. Und ja, den Pinsel, da nehme ich natürlich so ein bisschen feineren, habe auch noch ein paar andere Pinsel da, je nachdem was am besten funktioniert. Und die Idee ist jetzt, ich mache den ersten Farbanstrich, lasse trocknen, kann sie mir hin und her drehen, wie ich will. Und dann mache ich morgen dann den zweiten Farbanstrich und dann vielleicht reicht das und vielleicht muss ich noch einen Farbanstrich machen. Und hier habe ich halt dann die maximale Flexibilität. Hier ist es sicher, hier ist es trocken, hier kann ich es mir hin und her drehen und ein bisschen hell ist es auch. Es war nicht so richtig dolle, aber wird irgendwie gehen. Irgendwie geht es ja immer. Zwei Lackierungen später ist die Tür schön weiß geworden, aber um ehrlich zu sein, bin ich noch nicht so richtig zufrieden mit dem Ergebnis. Durch das Streichen ist es natürlich so, bleibt noch mal das ein oder andere Pinselhaar dran kleben und man hat so für diesen Pinsel diese typischen Striche, die man da reinzieht, also dieses Pinselmuster halt eben. Diese Vertiefungen, Unebenheiten, das gefällt mir noch nicht so richtig gut. Die Tür hier an dem Scheunentor anzubauen, das war eine richtig gute Idee. So kann ich
mir die in alle Richtungen drehen. Hier hinten habe ich so ein paar Keilchen reingemacht, dass sie jetzt nicht anschlagen kann. An sich ist die Tür schon, um ehrlich zu sein, gar nicht so schlecht geworden. Also zumindest viel besser, als sie vorher war. Aber ich werde die jetzt noch mal ein bisschen abschleifen, dass die ein oder andere Nase noch mal verschwindet, die sich hier doch noch mal gebildet hat. Und vielleicht kriege ich ja das Pinselmuster auch noch ein bisschen optimiert. Dafür habe ich mir eine kleine Anschaffung getätigt und die befindet sich hier in dieser kleinen handlichen Box. Ihr könnt ja mal raten, was da eventuell drin sein könnte. Und wenn euch interessiert, wie es weitergeht, wie wir die Tür fertigstellen, wie wir die Tür einbauen, dann kommt wieder zurück hier zur Obermühle, denn im nächsten Video machen wir das Finish von dem Raum da oben, zumindest ohne Einrichtung. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr daran teilhaben würdet. Von daher wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.